Umgebung, aber der hat natürlich den anderen ganz, ganz Hier vieles kommt voraus. eine Frage. Gott hat doch alles erschaffen. Hat er dann auch die dunklen Wesen erschaffen? Oder wie kommt das überhaupt? Aus meiner Sicht wurden die so nicht erschaffen. Das waren ja ganz am Anfang auch Seelen, die aus dieser Einheit, aus dieser Liebe raus sind. Und durch das, dass sie dann ja individuell sind, können sie ja eigene Entscheidungen treffen. Und die müssen, ob jetzt bewusst oder unbewusst, müssen die viele Entscheidungen getroffen haben, die dazu führten, dass sie ihr Herz so verschlossen, dass sie sich von der Liebe abgetrennt haben. Ich denke nicht, dass das so mit einer Entscheidung einfach geht. Wahrscheinlich war das ein längerer Prozess, aber ich denke, dass die sich jetzt so abgetrennt haben, dass sie wie nicht mehr zurückfinden können. Nicht, weil sie jetzt verloren wären, sie könnten schon wieder zurück, aber das wäre für die so schlimm, weil ja so viel Schlimmes dahinter hängt, warum sie sich abgetrennt haben, dass die wahrscheinlich das wahrscheinlich gar nicht mehr im Bewusstsein haben. Und ja, weil sie dann halt individuelle Wesen sind und haben sie sich da hin Entwickelt? Ja, irgendwie so. Und ich denke schon, dass die Schutzengel hatten, die sagten, das ist aber nicht so gut. Aber wenn die sich von der Liebe so abgetrennt haben, dass diese Verbindung gerissen ist, dann hat das nicht viel gebracht. Und diese Wesen, die nicht mehr mit der Liebe verbunden sind, die brauchen dann ja irgendetwas anderes, was sie erfüllt oder was sie sich spüren lässt, oder wie könnte man das sagen? Sie haben ja dann unbewusst ist dann diese Leere, weil sie waren ja mal mit der Liebe verbunden, das können die ja nicht wegmachen. Aber weil sie sich das so verdrängt haben, dass sie das nicht mehr bewusst wissen, suchen die dann nach irgendwas anderem, womit sie diese Leere füllen können. Und da sich diese Wesen ja dann wirklich komplett abgetrennt haben, müssen sie einen umso größeren Ersatz finden. Und also das sieht man ja auf der Erde. Also wer die Welt beherrschen will, der sucht schon nach einem großen Ersatz. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns eben nicht vom Herzen abtrennen, sondern uns mit unserem Herzen verbinden. Und